Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: kultureller Einfluss, genauer, alles nur geklaut oder Einfluss und Inspiration. Im letzten Teil dieser Reihe habe ich folgende Punkte angesprochen. Ich stelle die Frage nach kultureller Aneignung auf eine, wie ich meine, interessante, provokative Weise dar, ein wenig humorvoll, manchmal ironisch, vielleicht auch ein wenig sarkastisch. Ich möchte eben zum Nachdenken anregen. Eine Liste von griechischen Wörtern in der deutschen Sprache soll informieren und den Punkt, den ich machen möchte, veranschaulichen. Ich betone die Bedeutung von Wörtern und Sprache, was gut zu meinen Interessen passt, der Philologie, und das Thema mit einer anderen Schicht verbindet. In diesem Video werden wir tief in die Denotation, Konnotation und Etymologie von Wörtern eintauchen. Wir werden darüber sprechen, wie sich die Bedeutung von Wörtern entwickelt und warum es so wichtig ist, diese zu verstehen. Auch und im Besonderen im Kontext von kultureller Aneignung. Fangen wir an bei Kultur. Kultur ist ein interessantes Wort, das sowohl denotativ als auch etymologisch viel zu bieten hat. Etymologisch betrachtet, also Wortsprung, Wortherkunft, stammt das Wort Kultur aus dem lateinischen cultura, was so viel wie Bearbeitung oder Pflege bedeutet. Ursprünglich bezog es sich auf die Pflege von Pflanzen und Landwirtschaft. Wenn ich also ein Feld kultiviere, dann bearbeite ich es, ich pflege es. Im Laufe der Zeit erweiterte sich die Bedeutung und die Pflege von Wissen, Geist und Gesellschaft. Die Konnotation oder Assoziation von Kultur, also Verknüpfung, genau genommen Nebenbedeutung, kann in verschiedenen Kontexten variieren. Aber das ist auch das Spannende an der Sprache, oder? Denotativ, die Hauptbedeutung, bezieht sich Kultur oft auf die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, sozialen und materiellen Errungenschaften einer Gesellschaft. Es umfasst ihre Bräuche, Traditionen, Kunstwerke, Musik, Essen und vieles mehr. Kultur bezieht sich also auf alles, was der Mensch erschaffen hat, im Gegensatz zu dem, was von Natur aus gegeben ist. Hier einige Beispiele. Erstens, Sprache. Die menschliche Sprache ist ein Schlüsselaspekt der Kultur. Sie ist nicht angeboren, sondern wird erlernt und entwickelt sich im Laufe der Zeit. Zweitens, Kunstwerke. Gemälde, Skulpturen, Musik, Literatur und andere künstlerische Ausdrucksformen sind Produkte menschlicher Kultur. Drittens, Bräuche und Rituale. Die Art und Weise, wie Menschen heiraten, feiern, trauern und ihre Religion praktizieren, sind kulturelle Aspekte. Viertens, Architektur. Gebäude und Bauwerke von einfachen Hütten bis monumentalen Wolkenkratzer sind kulturellere Schöpfungen. Fünftens, kulinarische Traditionen. Die Vielfalt der Gerichte und Kochtechniken auf der Welt ist ein Spiegelbild der jeweiligen Kulturen. Kleidung. Sechstens. Die Art und Weise, wie Menschen sich kleiden, spiegelt oft ihre kulturelle Identität wider. Technologische Entwicklungen. Siebtens. Alles von der Erfindung des Rads bis zur modernen Informationstechnologie ist ein Produkt menschlicher Kultur. Diese Beispiele zeigen, wie breit und vielfältig der Begriff Kultur sein kann und wie er alles umfasst, was Menschen geschaffen haben, um ihr Leben zu gestalten und ihre Gesellschaften zu formen. Hier einige Beispiele aus der Natur, die nicht zur menschlichen Kultur zählen, nicht menschengemacht. Erstens, geologische Formationen. Berge, Flüsse, Seen und Wüsten sind natürliche geologische Formationen, die unabhängig von menschlicher Aktivität existieren. Zweitens, Wetterphänomene.
Dinge wie Regen, Wind, Gewitter und Tornados sind natürliche meteorologische Ereignisse, die nicht vom Menschen geschaffen werden. Drittens, Tierwelt. Wilde Tiere, ihre Verhaltensweisen und Lebensräume sind Teil der natürlichen Welt und nicht das Ergebnis menschlicher Kultur. Pflanzen und Ökosysteme. Natürliche Vegetation, Wälder, Wiesen, Korallenriffe sind Beispiele für natürliche Umgebungen, die nicht von Menschen geschaffen wurden. Fünftens. Physikalische Gesetze. Naturgesetze wie die Gravitation, die Thermodynamik und die Relativitätstheorie sind inhärent in der Natur und nicht das Ergebnis menschlicher Kultur. Sechstens. Biologische Prozesse. Die Funktionsweise des menschlichen Körpers, die Fortpflanzung von Pflanzen und Tieren sowie die Evolution sind natürliche biologische Prozesse. Diese Beispiele verdeutlichen den Unterschied zwischen dem, was die Natur von sich aus hervorbringt, und dem, was Menschen aktiv gestalten und entwickeln, um ihre Lebensweise und Kultur zu beeinflussen. Nun wissen wir, was das Wort Kultur an sich bedeutet und wo es seine Wurzeln hat. By the way, ist dir eigentlich aufgefallen, wie viele Lehnwörter ich mir hier kulturell angeeignet habe? Und das nur bei der Erklärung von Kultur? Nur so zum Nachdenken. Das griechische Äquivalent zu Kultura ist, im Altgriechischen verwendete man das Wort Παιδεία, was Bildung, Erziehung und Kultur bedeutete. Kommt euch dieses Wort irgendwie bekannt vor? Nein? Es gibt tatsächlich viele deutsche Lehnwörter, die aus dem Griechischen abgeleitet wurden und die mit dem Konzept der Bildung und Erziehung zu tun haben. Hier sind einige Beispiele. Erstens, Pädagogik. Dieses Wort stammt vom griechischen Pädagogia ab, was die Erziehung von Kindern bedeutet. Zweitens, Pädagoge. Dieses Wort stammt ebenfalls vom griechischen Pädagoros ab, was Erzieher oder Lehrer bedeutet. Drittens, Pedant. Das Wort Pedant hat seine Wurzeln tatsächlich im griechischen Παιδεία. Und es kann jemanden bezeichnen, der übermäßig auf Wissen und Bildung besteht. Viertens, Didaktik, abgeleitet von didasko, was lehren oder unterrichten bedeutet. Es bezieht sich auf die Kunst des Lehrens. Fünftens, Philosophie. Muss ich da etwa noch was dazu sagen? Das Wort Philosophie setzt sich aus den griechischen Wörtern Philos, was Liebe bedeutet, und Sophia, was Weisheit bedeutet, zusammen. Es steht für die Liebe zur Weisheit oder das Streben nach Wissen. Sechstens, Bibliothek. Das Wort Bibliothek stammt aus dem griechischen Bibliotheki, was Buchraum oder Büchersammlung bedeutet. Siebtens, Mathematik. Das Wort Mathematik hat seine Wurzel im Griechischen Mathematika, was das, was man lernen kann, bedeutet. Es bezieht sich auf die Wissenschaft der Zahlen und Formen. Ist das jetzt eigentlich Diebstahl, Einfluss, Inspiration? Das ist eine gute Frage, gell? Man könnte sagen, es sei eine Mischung aus Inspiration und Einfluss, aber sicherlich kein Diebstahl. Die Sprachen entwickeln sich eben ständig und sie beeinflussen sich gegenseitig. Wusstest du, dass das englische Wort sorry und sorrow aus dem Deutschen stammt? Das deutsche Wort Polizei aus dem griechischen Polis? Ach, ich liebe die Sprache. Philologie eben. Ich liebe sie einfach. Aber bevor ich ganz so dahinschmelze, die Philologie ist die Liebe zur Sprache in all ihren Facetten und kann äußerst spannend sein. Die Untersuchung von Wortursprüngen, Sprachveränderung und der Bedeutung von Begriffen kann eine sehr faszinierende Reise sein. Aber genug geschwärmt.
Machen wir weiter mit Aneignung. Wir werden dieses Wort im Sinne der erweiterten Bedeutung von kultivieren, nämlich auf die Pflege von Wissen, Geist und Gesellschaft durchleuchten. Im dritten Teil. In diesem Sinne, stay tuned. Wir sehen uns nächsten Samstag zur Fortsetzung. Vergiss nicht, uns in den Kommentaren deine Gedanken und Fragen mitzuteilen. Ich freue mich auf einen lebhaften Dialog mit euch. Bleibt dran, bleibt gespannt und bleibt neugierig. Dieses Video wird eure Sicht auf Sprache verändern. Weisheiten zum Mitnehmen. Euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Samstag. Nicht vergessen. See you later, Alligator.